Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war als einer der Ersten im Jahr 2020 zu Gast bei uns im Podcast. Das Interview mit ihm liegt auf dem 3. Platz der beliebtesten Gespräche bei Im Kopf des Trainers aller Zeiten, bei jetzt knapp 200 Folgen. Er war bis dato der jüngste Profitrainer überhaupt. Das war 2010 als Cheftrainer von Alemannia Aachen in der 2. Fußball-Bundesliga. Er coachte unter anderem Nijmegen, NAC Breda, die U19 des BVB oder von Bayer Leverkusen, war Übungsleiter bei Wisla Krakau oder bei Streda in der Slowakei. Seit 1993 ist er Trainer. Damit hallo und herzlich willkommen an den Fußballlehrer, Keynote-Speaker, TV-Experten, Buchautoren, Podcast-Host und kreativen Kopf, Peter Hyballa. Hallo Peter. Ja, grüß dich Stefan. War ich echt einer der Ersten? Du warst einer der Ersten. Du warst Folge 17, warst du am Start. Peter Neururer hat eröffnet, der war direkt die Folge 1. Und wir sind jetzt bei knapp 200. Okay, der ist noch kultiger. Ja, der ist tatsächlich auch die Nummer 1. Er hat die beliebteste Folge aller Zeiten. Noch 2? Auf 2 ist Norbert Elgert. Jo, der ist natürlich auch Kult. Der ist auch Kult, definitiv. Kannst mitleben mit Platz 3 von 200, oder? Ja, wenn du mir jetzt andere Namen gesagt hättest, nicht. Aber hinter Peter und Noppe, da muss ich sagen, das ist okay, die Reihenfolge. Ja, nicht weit hinter dir folgen dann Ole Werner und Dino Topmöller. Also gute Gesellschaft. Weil ich glaube auch, dass Norbert Elgert und ich wirklich auf 1 und 2 sind so die meisten Talente auch ausgebildet. Also bei Norbert wird das ja immer wieder erwähnt. Aber Norbert war ja eigentlich sein Leben lang im Jugendbereich. Ne? Ich glaube 10 Monate war der mal Co-Trainer beim Profis in Schalke. Gut, und ich habe natürlich eine andere Karriere als er, also von der Dauer der Clubs, der Vielfalt der Clubs, der Vielfalt der Länder und ich glaube, wahrscheinlich kann sich Norbert nicht vorstellen, vielleicht 20 Stationen in, weiß ich nicht, was habe ich jetzt für 20 Jahren? Und ich kann mir eigentlich auch relativ jetzt auch nicht vorstellen, in einem Club 25 Jahre zu sein. Das ist aber Norbert ist Legende, finde ich, also wirklich vielleicht sogar der beste Trainer in Deutschland. Das ist meine Aussage zum Einstieg. Und damit wollte ich gar nicht eigentlich mit Fußball einsteigen, denn ich habe im Storytelling damals beim Fernsehen schon früh gelernt, wie man Geschichten erzählt als Autor, als Reporter. Und da kam raus, ja, bei den Beiträgen fürs TV, steig anders ein. Deshalb die erste Frage an dich. Keine Fußballerfrage, sondern dann steigen wir überraschend unerwartet ein. Und damit rechnet jetzt wahrscheinlich wirklich niemand. Peter, was macht dein Modelleben? Wieso, da rechnet niemand mit? Ich bin doch ein voll attraktiver Mann. Das wollte ich damit nicht sagen. Nee, aber ich wurde angesprochen von 1, 2 Agenturen und noch 1, 2 Fotografen, ob ich mal so Modeling ausprobieren möchte. Und ich habe ja gut, da gehen wir wahrscheinlich auch noch näher drauf ein. Die letzten Jahre waren ja sehr bewegt. Stand auch viel Quatsch über mich drin. Aber ich habe halt immer, wenn ich Pause habe als Trainer, und jetzt habe ich ja auch keinen Verein, du machst ja immer als Trainer das Übliche, ne? Spieler gucken, da Gespräche, da deinen Kopf irgendwo zeigen lassen. Aber das war mir immer zu langweilig. Also, weil das ganze Leben dreht sich ja nicht nur um diesen komischen Ball, sondern ich habe dann gedacht, okay, was kannst du noch? Dann habe ich mal Speaker gemacht, dann habe ich Bücher geschrieben, dann habe ich wieder Workshops auf der ganzen Welt gemacht. Und jetzt wurde ich mal angesprochen, willst du mal ein paar Fotos machen? Weil ich ja so ein charismatischer Typ bin, haben sie gesagt. Vielleicht war es auch eine gute Verkaufsstrategie, aber und dann habe ich das mal gemacht. Und ich muss sagen, ich habe das letzte Woche gemacht auf Mallorca. Das ist alles schon anstrengend. Du. Ich habe gedacht, ich stelle mich da ein bisschen hin und lächle, aber nach 8 Stunden habe ich gesagt, ey, Time out, ich kann nicht mehr. Das war schon, also da habe ich auch mehr Respekt jetzt vor den Leuten, die das echt professionell machen. Weil, was war am anstrengendsten?
Ja, du musst halt immer, ja, ein bisschen, ja, was heißt posen, aber du musst dich dann halt umziehen, dann gehst du wieder zu einer anderen Location, dann stehst du wieder, dann musst du ja lächeln, dann musst du ernst gucken, dann wird wieder die Netzkarte vom Fotoapparat wird dann wieder gewechselt, dann musst du wieder warten. Ja, das ist, guck mal, ich habe früher mal als Schüler hab ich mal Praktikum auch gemacht, also im Einzelhandel, da stehst du ja auch 8 Stunden. Und das ist ja, sogar auf dem Trainingsplatz stehst du ja manchmal, ja, stehst du ja auch als Trainer, du läufst ja nicht groß mit. Und ich fand das schon anstrengend, muss ich sagen. Aber ich fand es auch irgendwie cool, weil ich versuche halt immer wieder neue Sachen zu machen. Das ist ja auch so, ja, immer ein bisschen anders zu denken, ein bisschen, ja, neben den Strom, gegen den Strom, aber immer sich auch ein bisschen neu erfinden. Und ich glaube, das ist heute auch wichtig, 2024, weil ja, die Welt geht immer weiter und durch diese sozialen Medien werden wir Trainer natürlich geschlachtet auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du die auch nutzen. Und ich bin ja nicht ein Typ, weil wir kennen uns ja auch jetzt schon lange, der nicht den Kopf in den Sand steckt, auch wenn die eine oder andere Krise jetzt dabei war, sondern wieder aufstehen, wieder weitermachen. Und ja, am Ende des Tages ja, musst du auch ein bisschen Geld verdienen. Also wäre das was, wo du tatsächlich nochmal Teil 2, Teil 3 folgen lassen würdest? Ja, vielleicht, aber das kommt immer. Ich bin mit Leib und Seele Fußballtrainer. So. Und das war ja jetzt, die letzten Jahre hat ja auch nicht immer alles so, wie ich es wollte. Und aber wenn ich halt kein Fußballtrainer bin, dann finde ich das halt auch langweilig. Also dann, es ist ja auch langweilig, weil jeder Trainer sagt, ja, ich analysiere dann meine Spiele und dann gucke ich Spiele und dann irgendwie auf dem Kongress. Ja, aber du hast ja trotzdem 24 Stunden am Tag. Und gut, ich habe jetzt keine Familie, also jetzt, ne, ich bin jetzt Junggeselle und habe keine Kinder, also dann ist es natürlich auch noch so ein anderer anderer Tag. Du bist halt total frei. Wenn du Familienvater bist, dann hast du natürlich einen anderen Stress, aber das ist für alle Trainer der Horror, keinen Job zu haben. Also alle machen da immer so ein bisschen cool drauf, aber ich spreche mit so viel, weil ich coach auch ein paar junge Trainer oder ein paar Trainer, junge Trainer im Hintergrund, also mache ich auch noch. Ja, und das ist schon für viele heftig. Und dann denke ich immer, okay, wie kommst du in die Sichtbarkeit zurück oder was kannst du halt nochmal machen und dann auch mal ein bisschen was von außerhalb vom Fußball. Weil als Fußballtrainer machst du ja auch Fotos oder so. Ne? Außerhalb vom Fußball. Du hast noch ein Talent, über das wir gerade auch noch nicht gesprochen haben in der Vorstellung, nämlich wir nehmen mal ein bisschen Tequila, dazu Triple Sec und Limettensaft und oft wird das Glas dann so mit einem Salzrand serviert. Wovon rede ich? Ja, nicht, dass Peter Oeberle viel trinkt. Also über mich wird alles immer gesagt, Alkohol, Drogen. Das ist auch mal witzig. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, aber überall, der kokst und weil ich die Augen und Alkohol, so ein Quatsch alles. Aber ich weiß, wo du drauf abspielst. Ich war mal Barkeeper oder hab das auch mal. Ich war mal in Malta, da habe ich Workshops gegeben, auch für den Verband. Und dann auch so Kinder und Jugendliche auch trainiert, aber viele Trainerworkshops in Malta gegeben. Und dann habe ich mal unter einer Kneipe gewohnt. Oder über einer Kneipe, so war das, gewohnt. Und das war so eine Fußballerkneipe, das war ganz cool. Und irgendwann sagte der, hey Peter, wir haben heute, mir haben 2 Mitarbeiterinnen oder so abgesagt, kannst du einspringen? Ich sag, was soll ich denn machen? Ja, ein bisschen zapfen und kannst du nicht irgendwie ein bisschen so mixen? Oh, ich sag, ja, und das ist natürlich dann dieses Gen, was ich habe. Ich sag dann immer, ja klar, Stefan Jadocke, keine Ahnung davon. Und dann stand ich dort und ja, ging dann halt irgendwie gut. Und ja, hab das dann, ich war ja ein paar Wochen dann da und habe das dann halt auch ein paar Wochen gemacht, neben den Fußballseminaren, die ich weiß ich nicht, über 2000 auf der ganzen Welt jetzt schon gemacht habe. Also hauptberuflich als Barkeeper hättest du es natürlich gewusst, dass das eine Margarita war, von der ich geredet habe. Ja. Genau. Aber nebenberuflich, ja, sei dir verziehen, wenn du ja noch hauptberuflich da Trainerkurse gegeben hast. Ich war auch mehr Bierzapfer, muss ich sagen.
konnte ich jetzt besser. Ah, okay. Ja, genau. Und du hast ja eine Sache auch schon angedeutet, dass du dich nämlich als Speaker auch weitergebildet hast, denn das, was du gesagt hast, das habe ich auch von vielen Fußballlehrern gehört, die eben ohne Job sind. Ja, ich schaue viel Fußballspiele an, von der ersten bis zur dritten Liga. Eben, aber so bist du nicht. In deiner Zeit ohne Job hast du eine 3-monatige Keynote-Speaker-Ausbildung gemacht bei einem Regisseur in Berlin. Wie lief das? Was war das Spannendste daran? Ja, das Spannendste war daran, dieses Schauspieltraining. Also wie du auf der Bühne, ja, also so Sachen, du musst dein ganzes Plenum, also die Zuschauer mitnehmen. Es geht um eine Story, die Zuschauer interessiert. Also es geht nicht einfach, dass du auf die Bühne gehst und ich erzähle jetzt, gut, ich habe ja natürlich jetzt ein sehr, sehr spektakuläres Leben, aber dass du das verpackst in einer Story. Und also zum Beispiel, ich habe dann erzählt, wenn du dribbelst, so, ne? Also wenn du den Ball dribbelst, dann machst du ja was alleine. Und viele, die vielleicht in einer Krise stecken und sagen, ich muss aus der Krise raus, dann kannst du ja auch was alleine. Ne? Du hast ja auch irgendwann mal alleine die Podcast-Idee gehabt und dann hast du es gemacht, dann hast du losgedribbelt. Aber bei diesem Dribbling kommen natürlich Blutgrätschen von Verteidigern. Oder du verdribbelst dich auch mal. Und dann, was brauchst du für Dribbling? Du brauchst Mut, du brauchst Risikoreichtum, ne? Du brauchst ja, eine Strategie. Vielleicht muss auch ein bisschen verrückt sein. Und das habe ich dann mit Lucky Luke verglichen, ne? Der halt dann auch von Saloon zu Saloon schreitet und habe das dann so Leben, Business, Fußball halt alles so zusammengepackt. Und dann kommt auf einmal eine Story raus, die auch nicht Fußballleute interessiert, weil in dieser Speaker-Ausbildung, und wir haben nachher auch einen großen Auftritt gehabt in Berlin, ja, das sind ja nicht nur Leute, die vom Fußball Ahnung haben. Und du merkst das dann auch, okay, Peter Überler, Fußballtrainer, und dann denken schon viele, wenn er jetzt, und ich rede ganz kurz über Fußball, aber ich nehme die Metaphern. Und so habe ich auch meine Besprechungen immer gemacht mit den Spielern, weil ich auch viel im Ausland war. Und da habe ich immer versucht, diese Bildersprache unheimlich, wo ich auch sehr bekannt für bin, das zu transportieren. Weil, ich gucke auch Spiele, nur bei mir ist das Spektrum der Länder natürlich total anders. Also wenn jetzt ein Zweit- oder Drittliga-Club einen Trainer sucht, die kommen ja nicht direkt auf Peter Überler, weil jetzt bin ich ja nicht so ein Experte der letzten Jahre, weil ich da Trainer war, sondern ich war ja in ganz Europa oder in der Welt. Und ja, und Speaker-Ausbildung einfach nochmal so wie diese Präsenz auf der Bühne. Ne? Und bei mir, ich muss ja das Gegenteil immer machen, ich muss dann ja auch mal ruhig reden und dann, sonst rede ich einmal zu schnell und dann so wie 64 Schallplatte oder 32 so und dann die Pause aushalten, kennst du ja auch als Moderator, die Pause aushalten, dann mal so ins Plenum gucken, links, rechts. Das war natürlich für mich schwierig. Die anderen hatten so ein bisschen mehr Schwierigkeit mit Lampenfieber und so. Und das habe ich noch nie, das habe ich null. Das ist nämlich das Entscheidende, das wichtigste rhetorische Mittel, das habe ich auch immer meinen Auszubildenden gesagt, ist nämlich die Pause. Okay. Kommt im Podcast zwar nicht so gut an, wenn man da ständig so lange Pausen macht, aber das war ja dann Aha-Effekt. War das der größte Aha-Effekt für dich? Oder hast du irgendwas gemerkt, was du vorher außer dem Schnellreden jetzt anders gemacht hast und seit der Speaker-Ausbildung machst du es dann irgendwie 180 Grad anders? Ja, was du sagst, das Schnellreden, das ist schon, weil ich habe natürlich auch so ein bisschen dieses, da geht bei mir so ADHS-Gehirn, ich denke schnell, ich rede schnell. Dann, ich fand auch interessant, so wie man sich vorbereitet, also also mit Zungentechnik und dann hast du halt so Übungen gemacht, Schokoladentorte, also so dieses, was auch viele Trainer nicht gut machen, die verschlucken ja so die Sprache und die machen den Mund da gar nicht auf, was auch viele TV-Experten schlecht machen. Die unterschätzen einfach, die denken, ich habe einen Namen und setze mich dahin. Aber dieses Reden und sauber die Wörter rauskriegen. Und was ich super interessant fand, auch dieses Atmen durch den Bauch. Weil viele Trainer arbeiten nur mit dem Kehlkopf und dann kriegst du entweder irgendwann eine Entzündung. Du hast so eine Piepsstimme irgendwann. Und viele Trainer, glaube ich,
unterschätzen die Kraft der Stimme. Du wirst ja auch ausgelacht, wenn du keine kräftige Stimme, ne? Oder ich höre ja auch jetzt viele Frauentrainer, ja, wir wollen jetzt auch in diesen Bereichen gehen, aber die Stimme, ich meine, gut, Frauen haben natürlich eine andere Stimme als Männer, aber du kannst es trotzdem trainieren, also so eine Stimmlage, hoch, runter, wenn du böse bist, vielleicht ein bisschen schärfer, wenn du freundlich sein willst, ein bisschen sanfter. Und was du alles mit der Stimme machen kannst, das ist, das war nochmal, dass es eigentlich so ein eigener Muskel ist. Und das war für mich, und jetzt überleg mal als Trainer, wie oft du die Stimme gebrauchst. Das ist ja das ist ja dein Element. Ne? Laufen brauchen wir nicht mehr groß. Ja, vormachen kannst du ja ab und zu vielleicht. Aber Gestik und Mimik und Rhetorik, das musst du ja nur als Trainer haben. Mhm. Ne? Ne, ich meine, Jürgen Klopp ist auch einer der größten Trainer der Welt geworden durch diese Rhetorik. Und auch, was ich auch interessant fand, also dass man sich selber immer so Worte, also du suchst dir ein Wort aus und dann kreierst du vielleicht 5 neue Worte, was du ja auch auf Google so machst, ne? Also ein Synonym für Respekt. So, und dann hast du halt so einen Wortschatz. Und das fand ich halt total interessant. Und halt diese Präsenz, so was ich kritisiere auch bei vielen Trainern, was vielleicht auch nicht mehr gefragt ist. Ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Siehst ja auch in der Politik. Früher waren ja die Politiker auch ganz so anders, rough und schroff. Und heute ist das ja halt sehr, sehr viel Einheitsbrei. Wenn ich das so sagen darf. Habe ich schon gesagt. Und wenn du demnächst Querverbindungen herstellst zwischen der Fußballersprache und der Sprache von Geschäftsmenschen im Business etc., dann deshalb, weil du Lebenspressing gegründet hast. Jetzt ganz aktuelles Projekt von dir, ein Podcast. Sag mal 2, 3 Sätze gerne dazu. Ja, ich kann ja, als ich diesen Sommer war ich ja erst in Südafrika und dann war ich ja bei Tolga Aslan in Japan, weil er war mein Spieler. Dann habe ich ihn besucht und habe ich in Japan halt überlegt, okay, Peter, was kannst du wieder machen? Auch da war ich ja wieder vereinslos. Was kannst du machen außerhalb vom Fußball, um A, die sichtbar werden zu lassen, aber auch B, ja, gewisse Auftritte und auch dann wieder ein Trainerengagement zu kriegen. Und dann habe ich mit einer Storyteller-Agentur gesprochen und dann kamen wir auf dieses Podcast-Thema. Weil ich bin ja halber Niederländer, wie du weißt. Meine Mutter ist aus Rotterdam und in Holland gibt es einen sehr, sehr berühmten Podcast von Alex Pastoor. Alex Pastoor ist letztes Jahr mit Almere City aufgestiegen. Der macht dieses Jahr ein Sabbatical. Ein super Trainerkollege. Und der macht einen Trainer-Podcast. Also der hat auch alle überragenden Trainer drin. Ronald Koeman war, Marc van Bommel, Van Marwijk, Peter Hyballa. Also, und dann haben wir eigentlich so überlegt, okay, wie kannst du sichtbar und wie kannst du eigentlich so deine Ideen so nach außen bringen und auch, wie du auch wirklich bist. Also jeder hat ja so ein Image nur von Peter Hyballa. So, also es ist ja, und manchmal ist ja schon sehr abenteuerlich mein Image. Und dann habe ich so gedacht, ich kann halt super Geschichten erzählen aus dem Fußball, übertragen aufs Business, übertragen aufs Leben. Also zum Beispiel, wenn du über Gegenpressing sprichst, das ist ja so eine Konfliktart auf dem Platz. Ja, die hast du ja auch im Leben. Stress mit deiner Frau, Stress mit deinem besten Kumpel. Ne? Gehst du dann mehr ins Catenaccio, also gehst du zurück, guckst dir das an, bleibst ruhig oder boom, gehe ich drauf, Gegenpressing. Oder auch im Business, der Chef, ne, der scheißt sich zusammen und dann sagst du, ja, gehe ich mal sofort in den Konflikt, das ist ja Gegenpressing. Oder nehme ich eine andere Umschaltdefensivform. Und das waren halt diese ganzen Speaker-Auftritte, weil am Ende des Tages gehe ich als Fußballtrainer drauf, aber ich verbinde dann alles 3. Und das fanden die Leute so spannend. Ich hatte unheimlich viele Aufträge. Und ja, und daraus ist heute haben wir den Podcast hochgeschaltet, Lebenspressing. Und das sieht man ja auch, Leben und Pressing haben wir dann so verbunden, weil nur über Fußball reden war mir jetzt zu langweilig, weil ja, ich habe ja auch ein sehr spektakuläres Leben, aber nicht nur fußballerisch. Und aber mein Herz ist natürlich Fußballtrainer. So, und da, ja, und dann, und natürlich auch Richtung Business, weil viele Fußballstrategien
kannst du halt ins Business reinbringen. Und auch viele im Business finden ja Fußball cool und interessant. Weil wenn ich jetzt nur über fachliche Konzeptsprache rede, ja, das interessiert die Leute nicht, die von Fußball keine Ahnung haben. Dann musst du einen Trainer-Podcast machen, so wie du es, also, ne, aber du redest ja auch mal oft übers Leben, weil das vermischt sich ja. Ne, warum habe ich so viele Clubs in meinem Leben? Warum spiele ich so einen spektakulären, emotionalen Fußball? Warum bin ich viel Kultfigur in den Clubs? Aber warum hassen mich auch Leute? Und das hat ja auch was mit meiner Genetik zu tun, mit meinem Aussehen, mit meinem, wo ich herkomme. Meine Eltern, einer ist deutsch, der andere kommt aus Niederlande, also auch eine gewisse Zerrissenheit und so. Und das sind ja super spannende Themen. Und darum haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das. Und ich mache das, die ersten 10 Folgen mache ich solo. Und dann werden halt immer wieder mal Leute auch eingeladen. Und dann, wo es Fußball-Business leben, also versuche ich dann so alles so zu besprechen. Bist eingeladen. In Folge, muss ich gucken, Stefan. Sehr gerne, sage ich sofort blind zu, keine Frage. Nee, aber du bist ja auch Fußballtrainer, aber auch Moderator, aber auch Familienvater. Also, ja, und vielleicht erzählen die bei mir auch dann auch mal Sachen, ja, ich finde ja auch so Krisen interessant. Also ich sehe das ja auch, ich sehe das ein bisschen amerikanisch. Also ich finde, ich würde immer einen Trainer nehmen, der auch gescheitert ist oder wo man denkt, er ist gescheitert. Weil die sind so spannend, weil jeder sagt, ja, aus Niederlagen lerne ich, bei jedem Instagram-Post sehe ich, if you have a biggest failure, ja, then you can learn from this. Also du hast den größten Fehler, aber wenn du 2-3 Mal entlassen bist, kommst du ja so auf eine Seitspur irgendwann. Und das ist dann ja ein bisschen deutsch. Ne? Und dann nehmen wir halt Trainer, die noch gar kein Trainer waren, weil die einen Jugendbereich gemacht haben oder. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, früher gab es auch diese Zertifizierung, oder gibt es ja heute wahrscheinlich noch, ne, von den Nachwuchsleistungszentren, ne, wo wir extra einmal die Socken extra gewaschen haben, ne, als die kamen. Ne, dann war auf einmal, da haben wir eine riesen Show gemacht. Ja, lass uns ehrlich sein, das war ja auch, meine Güte, das war immer ein Riesentheater, 3 Sterne, 4 Sterne und ach Gottchen. Und dann war ja auch so Psychologen müssen rein, so und so viel Physiotherapeuten rein. Ich würde auch noch eine andere Regel reinnehmen, und zwar Trainer Ü50, die aber schon 2-3 Mal entlassen sind oder geworden sind. Weil die bringen nochmal ein ganz anderes Know-how rein von Erfahrung, von Coolness und auch zu sagen, junger Trainer, ja, jetzt findest du dich, ne, jetzt denkst du bist der Größte, aber es kommen auch andere Zeiten. Das würde ich auf jeden Fall noch dazu nehmen. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht Ü50, also mache ich jetzt nicht eine Eigenwerbung, sondern das finde ich so wichtig. Ja, weil klatschen alle Applaus für Norbert Elgert und Hermann Gerland und so, aber da sind dann 2 oder 3. Und die anderen sind echt, die anderen älteren Trainer, die auch gescheitert oder, ich meine, welcher Trainer scheitert denn nicht? Also welcher Trainer wird denn nicht entlassen? Eigentlich, ja, außer Jürgen Klopp fällt mir jetzt gar keiner ein. Aber Guardiola ist, glaube ich, auch noch nicht entlassen worden. Aber die Frage ist dann, muss man darüber über Scheitern reden? Also ich finde, das ist ja kein Scheitern. Du verlierst halt 7 Spiele vielleicht mal am Stück und wirst dann gefeuert. Aber du bist ja auf deinem Weg vielleicht trotzdem erfolgreich gewesen. Vielleicht hast du in diesen 7 Spielen noch 2-3 Spieler besser gemacht. Und die Mannschaft war halt einfach aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage. Fußballerisch vielleicht war sie einfach zu schlecht, oder? War halt noch nicht bereit vom Kopf, dass es Klick macht, um dann deinen Stil anzunehmen. Also ich finde dieses Wort eigentlich auch, ja, auch bei Entlassungen, da bist du nicht gescheitert. Wie schnell schmeißen Bundesliga-Vereine oder Zweitliga- oder Drittligisten einfach Trainer raus, nur um was Neues auszuprobieren. Einfach nur einen anderen Trainer zu holen. Dann bist du nicht gescheitert, sondern die wollen halt einfach jemand anderen. Sie haben halt einfach den Mut nicht, dann zu sagen, nein, wir gehen jetzt zusammen durch die Krise. Und den Mut haben ja der SC Freiburg. Und danach, wer hat sonst noch den Mut? Keine Ahnung, gibt nicht viele Profiklubs, die den Mut haben, auch ganz bewusst mit dir in die 2. Liga zu gehen, weil du weißt, der Weg ist der richtige. Ja, aber da sehen wir beide so, aber die Gesellschaft, ne, und die Außendarstellung, gerade im europäischen Fußball, sieht das ja nicht so. Also wenn du 3-4 Mal entlassen wirst
Oder heute wirst du ja auch nicht nur entlassen, wenn du verlierst, dann werden da irgendwelche Geschichten erfunden und dann im Hintergrund, oh, der war ganz streng und ich hatte das ja auch, dann in Dänemark, auch das und das hat der gemacht, was total lächerlich ist, aber dann hast du, bam, hast du eine Tätowierung drauf und dann geht das halt, ja, vielleicht geht die mal weg, aber die ist dann auch wieder da. Und am Ende des Tages wird immer von außen Stimmung gemacht, weil ich glaube, von innen, also ich behaupte, dass viele Sportdirektoren die Trainer manchmal gar nicht richtig kennen. Also die gucken, oh, der hat jetzt Erfolg, oh, den nehme ich, boom. So, aber wie arbeitet der jetzt richtig? Oder ich würde als Sportdirektor immer mal mit 10, 12 Trainern mich auch mal unterhalten, auch wenn der Trainer noch da ist. Und von mir kann er noch 10 Jahre da bleiben. Aber du musst, ne, und ich würde mir, und da, obwohl da bin ich jetzt aber anders, ich würde mir immer diese Trainer auch suchen, wo du wirklich siehst, boah, da passiert was auf dem Platz. Der hat ganz viel ausgebildet und der ist ein bisschen anders. Und dann im Gespräch mal zu sehen, jetzt rede ich natürlich auch ein bisschen von mir, klar, was ist denn, wer ist denn der? Wer ist denn jetzt Peter Hyballa? Wer ist denn jetzt Stefan Schäuble? Wer ist denn jetzt Jürgen Klinsmann wirklich? Und nicht nur, ja, von außen habe ich das gehört. Im Fußball läuft das dann so, da wird irgendeiner angerufen, und hast du eine Geschichte über den? Oder, ja, oh nein, oder, ja. Und das finde ich dann nicht professionell. Und die verdienen so viel Geld, diese Direktoren. Und dann haben die auch, finde ich, in Richtung Trainerbereich, können die auch ganz anders eintauchen. Und ich würde mir immer einen Trainer dazu auch holen, der 4, 5 Mal entlassen ist, in verschiedenen Ländern war, weil es ist total interessant, diese Typen. So. Weil am Ende des Tages siehst du ja, wird ja doch irgendwie jeder entlassen. Das und das, was du ansprichst und dein Ansatz auch mit dem U50-Trainer in allen NLZs. Vorletzter Podcast-Gast hier beim Kopf des Trainers war Tim Stegmann vom Hamburger Fußballverband, hat jahrelang als NLZ-Trainer beim VfL Wolfsburg gearbeitet. Ja. Er ist Spanien-Experte, weil er da auch 2 Studiengänge absolviert hat und der hat hier vor kurzem erzählt, dass in Spanien das genau so läuft. Er hat das Baskenland genommen und hat gesagt, da in den Fußballschulen etc., bei den Vereinen, bei den Nachwuchsleistungsteams, da wird genau geschaut, dass jeder Charaktertyp als Trainer eine Mannschaft hat. Damit ich, wenn ich als U12-Spieler da anfange, bis zu U17 5 verschiedene Trainertypen hatte und nicht immer nur den Autoritären, nicht immer nur den Schleifer, nicht immer nur den Pädagogen 5 Jahre lang. Ja, genau. Damit ich mich als Spieler auch weiterentwickle, mit verschiedenen Trainern auch arbeiten zu müssen, in Anführungsstrichen, weil jeder Mensch anders ist. Und so sollen da die Trainer eben auch sein. Also auch extrem spannender Ansatz, genau das ganz bewusst zu machen. Und Spanien oder das Baskenland macht das ja dann auch. Ja, und ich finde einfach, wenn du die Trainerlandschaft jetzt gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ist es ja dann viel Konzept und es ist halt viel IV, AV. Ich zum Beispiel, das finde ich so eine bescheuerte Sprache. Also ich werde nie im Leben IV, AV und sowas sagen, weil, und ich merke jetzt auch, dass Ex-Profis, die auch so wild waren und so, die werden jetzt auch soft. Also die werden auch, weil am Ende des Tages, Stefan, geht jeder mit dem System mit. Und das System bedeutet, okay, jetzt im Moment machen wir Trainerausbildung oder Trainer, die nicht so rough und tough und jeder geht jetzt so das Ding mit. Das bedeutet aber, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, auch was du sagst, immer denselben Typ kriegt. So, dann gucke ich mit meinem linken Auge nach oben und gucke dann so die Top-Trainer, die wir ja, ich sehe das ja in LinkedIn und überall werden die ja immer groß als Vorbilder. Ja, Guardiola, Klopp, Tuchel, Mourinho, Simone, Bielsa, die haben, also wenn die nicht verrückt sind, dann weiß ich es auch nicht. Aber das heißt, die sind aus dem System eigentlich irgendwann ausgebrochen und sind die größten Trainer der Welt, aber wir bilden im System, wie Normalos oder so. Schablonentrainer. Schablonentrainer. Und da denke ich immer, Wahnsinn. Also, weil auch so, es wird ja immer gesagt, Orientation to the best. So, wer sind denn die Besten? So, und klar ist jetzt, Arne Slot, den kenne ich ja auch gut, der ist jetzt nicht so extrovertiert, ist aber auch, das vergessen immer viele, der hat einen ganz klaren, der ist straight.
Ne? Der hat zum Beispiel damals, ist er bei AZ Alkmaar rausgeflogen, weil er mit Feyenoord im Hintergrund verhandelt hat. Das machen auch nur Typen. So, weißt du, wie ich meine? Ne? Also Typen brauchen jetzt nicht nur eine Mütze und lange Haare und eine Lederjacke an, sondern der ist straight. Oder Fabian Hünzeler ist straight. Julian Nagelsmann ist straight. Und das ist so ein wichtiges Ding, weil wir haben 25 Ich-AGs, Egomanen zu trainieren. Dann hast du noch Sponsoren, Präsident, Sportdirektor. Im Ausland kann ich dir sagen, der Investor mischt sich überall ein. Und dann denke ich, aber wer in der Trainerausbildung oder in den NLZ erzählt euch das? Dann denken die wirklich, paar Positionsspiele, IV, AV, asymmetrische Dreierkette, das ist jetzt, nee, ja, ich hab's doch selber erlebt. Und ich war als Jugendtrainer auch sehr arrogant. Also ich kann ja sehr, also ich war ja jetzt nicht, ich sag ja, viele Trainer erzählen ja immer, wie so alle so menschlich und so. Nee, ich habe auch viel Scheiß gebaut in meinem Leben. Also das kann ich dir sagen. Nur ist das ja total spannend, das halt zu transportieren. Aber wenn du in der Trainerausbildung und so nur Stützpunktkoordinaten hast, die kommt von der Universität, ja, dann denke ich mir, ja, woher sollen die das denn wissen? Und auch in den NLZs, wenn du nur noch U30 hast, die nur aus ihrer Region kommen und nicht mal und nur in Asien und Afrika mal im Urlaub waren, dann denke ich, weil eins ist immer klar, der Spieler von morgen, der kommt in den Dschungel. Profifußball, sagt ja auch jeder, ist ein Drecksgeschäft. Und es ist auch ein Drecksgeschäft, weil einfach zu viel Geld drin ist. Aber es ist ein Dschungel. Und du kannst nur auf einen Dschungel vorbereiten, wenn du mit Tarzan unterwegs bist auch. Oder, ne? Und weil Dschungelkönig wollte ich jetzt nicht sagen, aber und das finde ich komisch. Ich verstehe das, weil die straighten Typen, die ecken natürlich auch an. Ne? Ein über 50-Jähriger lässt sich nicht mehr im NLZ darum quatschen. So. Und dann denke ich mal, ja, aber ist doch gut, wenn du solche Leute hast. Das ist ein Gegenpol. Und das zeichnet dann auch einen Chef aus. Ne? Ob der auch mal, andere Leute, klar, inhaltlich muss er auch gut sein. Also wenn du nur erfahren bist und dann, sage ich mal, nur vom 16er zum 16er sprinten lässt, wo du jetzt auch nicht blind von wirst, aber dann inhaltlich muss natürlich auch gut sein. Aber auch die sind gut. So mit kurzen Kommandos vielleicht. Und der junge Konzepttrainer, der macht immer so einen Wissenschaftsvortrag, wo viele Spieler doch auch einschlafen. Und damit steigen wir jetzt dann also ein in die Thematik. Was hast du die letzten Jahre alles so erlebt, seitdem wir das letzte Mal 2020 hier im Podcast gesprochen haben? Und natürlich reden wir auch über die ganz harten Dinge wie, welche Fehler hast du gemacht und wie hat dich der Workaholic Peter Hyballa vielleicht auch ein Stück weit zerstört. Depression ist leider auch ein Thema, mit dem du konfrontiert bist und wurdest. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Peter, dass wir hier bis hierhin dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Ich freue mich sehr auf Folge 2. Danke. Danke, tschüss.